Übrig geblieben sind so 3, die dann ganz in die enge Auswahl gekommen sind. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videobeitrag in unserer Serie Hausbau am Starnberger See. Ich habe es euch ja schon im letzten Beitrag angekündigt. Heute geht es darum, um mal die Auswahlkriterien für einen Architekten mal so ein bisschen zu erläutern. Ich blende euch mal eine Karte ein, wie wir vorgegangen sind. Was ihr da seht, ist, das ist der Starnberger See. Und es gibt eine ganze Menge Architekten am Starnberger See. Und da seht ihr mal im Süden, seht ihr Seeshaupt, im Norden seht ihr Starnberg selbst. Im Westen sind dann die Städte Tutzing, Feldafing, im Osten Münsing und Berg. In diesen Regionen, da gibt es ganz verschiedene Architekten und die Auswahl war einfach erstmal so, wir haben jetzt 7 ausgesucht, die in eine engere Auswahl kamen, haben die kontaktiert und übrig geblieben sind so 3, die dann ganz in die enge Auswahl gekommen sind, die wir uns angeschaut haben, also vor Ort, die jetzt, die Städte, die ich genannt habe, die dort in diesen Städten verteilt sind und letztendlich ist es einer geworden. Der es geworden ist, den stelle ich euch im nächsten Beitrag vor und warum es geworden ist, das könnt ihr vielleicht auch heute schon ein bisschen mitnehmen. So, fangen wir gleich mal an. Warum möchte ich überhaupt einen Architekten regional haben? Wenn ich jetzt am Starnberger See baue, in der Region, könnte man auch sagen, ich nehme mir jemanden aus München oder aus Augsburg oder aus Neubrandenburg. Könnte ja auch so sein. So weit können wir auch noch gehen. Also ganz klar, was muss der Architekt eigentlich können? Er muss in der Nähe sein, er muss natürlich auf das Grundstück kommen können und er muss sich in der Region auskennen. Das wird bei euch genau das Gleiche sein, wenn, egal wo ihr jetzt baut, in Deutschland, in der Dachregion, weltweit, ihr braucht jemanden, der die Gemeinde, die Befindlichkeiten, den Landkreis, der das alles vor Ort kennt und der auch die Leute kennt, der das Netzwerk hat. Da wir uns jetzt, ich sage mal so, aus München an den Starnberger See bewegt haben, kann ich jetzt nicht sagen, ich kenne da alle. Und warum haben wir jetzt überhaupt das Ganze nochmal neu aufgerollt mit Architektensuche? Das habe ich euch, glaube ich, das letzte Mal auch erzählt. Wir wollten einfach mal auf der grünen Wiese anfangen. Natürlich habe ich Kontakt mit Architekten und kenne Architekten. Und dann letztendlich geht es ja auch darum, einen Bauantrag genehmigt zu bekommen. Das, was der Architekt entwirft, das Gebäude, das ganze Innenleben. Und natürlich unser Anspruch auch hier in das Thema vernetztes KNX, Smart Home. Da komme ich gleich zu den Details. So, da fangen wir mal an, der Architekt und das Grundstück. Was sind da eigentlich die Anforderungen? Er muss sich mit der Ausrichtung des Gebäudes beschäftigen. Das werdet ihr vielleicht persönlich auch schon so können. Neben der Ausrichtung sind natürlich die Jahreszeiten auf dem Grundstück auch nochmal ganz interessant. Also wie ist der Baumbestand, wie ist die Vegetation, wie sind meine Blicke vom Gebäude dann, vom späteren Gebäude nach draußen, was sind die Blickachsen, sowohl von innen nach außen, als auch wie das Gebäude dann, wie ist es zu sehen. Wir sind jetzt da so ein bisschen auf einer Anhöhe. Da ist das natürlich von verschiedenen Stellen im Ort aus zu sehen. Und da sollte das Gebäude sich natürlich schon einfügen. Und das ist das eine. Und das andere ist, ich will natürlich jetzt nicht so bauen wie vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren. Und das ist auch das Thema Architekt. Wir kommen dann auch gleich nochmal dazu, wie Architektur gelebt wird von dem Architekturbüro, von dem Architekten. Und dann haben wir die Blickachsen auf dem Grundstück. Das ist auch nochmal ganz interessant. Da will ich natürlich auch so meine Privatsphäre haben, dass ich jetzt nicht immer den Nachbarn sehe. Das ist auch, wie stelle ich das Gebäude dann, wie stelle ich den Baukörper auf dem Grundstück auf. Und die Architektur des Gebäudes selbst, die soll natürlich einen eigenen Stil haben. Ich will natürlich auch damit zufrieden sein, weil das gucke ich mir ja ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte selbst mit an, auch wenn ich drin bin. Und das sollte sich natürlich durchziehen, es sollte ein Gesamtkonzept sein, von Anfang an natürlich auch ein vernetztes, ein smartes Konzept, aber das ist jetzt, stelle ich mal ein bisschen hinten an, weil das jetzt noch nicht so entscheidend ist in der Entwurfsphase. Und natürlich sollte das Gebäude im Ortsbild jetzt kein Fremdkörper sein. Zum Architekten selber, da haben wir auch in den Gesprächen festgestellt, in verschiedenen Gesprächen, der Architekt selber sollte sich zurücknehmen. Das ist ja für euch auch ganz wichtig und damit eure Bedürfnisse im Vordergrund stehen.
Das ist natürlich immer so ein Wechselspiel. Der Architekt denkt immer daran, dass er was Schickes auch als Referenz hat oder nur schicke Sachen als Referenz hat und er will damit vielleicht den einen oder anderen Preis gewinnen. Er will irgendwo erwähnt werden und ja, und ihr müsst euch natürlich auch wohlfühlen und es muss natürlich auch vom Wohnen her das Ganze funktionieren. Welche Vorstellung ein Architekt selbst von Architektur hat, das seht ihr an seinen Referenzen, das seht ihr an Modellen. Ne? Die arbeiten ja meistens auch so mit Holzmodellen oder mit Kunststoffmodellen, Papiermodellen, was auch immer. Ist für mich auch nochmal ganz entscheidend, dass da Referenzen da sind. Ne? So, noch ganz wichtig auch, neben den Referenzen ist auch diese Abstimmung mit dem Kunden. Dass der Architekt nicht vor sich hin arbeitet und dann sagt, bam, hier ist die Lösung, ne? Nur so geht das, sondern dass es immer so, dass es so ein iterativer Prozess ist, gerade beim Entwurf, ne? Wenn man sich hinarbeitet in dem Ganzen. Der Bauplatz, das Grundstück sollte natürlich auch mehrfach mit dem Architekten begangen werden. Es sollten Bilder gemacht werden, es sollten Daten aufgenommen werden, es sollte die Nachbarschaftsbebauung genau in Anschein genommen werden, die Nachbarn selbst, die, sage ich mal, die Mikrolage auch wiederum selbst. Ne? Und bei uns ist es halt so, wir haben halt die Alpen, ne, die sind im Hintergrund und das ist so eine Geschichte, ja, wo kann ich die vielleicht sehen vom Grundstück aus? Und dann gibt es natürlich das Kriterium Kosten. Wenn man sich so umfragt, unter Architekten sagen alle, wir arbeiten nach HOAI, also die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, wer sie kennt. Letzter Stand 2013. Für mich ist die eigentlich gar nicht mehr gültig. Ne? Also meine persönliche Meinung, weil es gibt ja gar keine Updates mehr. Und da gibt es halt die Leistungsphase 1 bis 4. Ne? Leistungsphase 4 ist dann die Eingabeplanung, dass letztendlich ein Bauantrag genehmigt wird, beziehungsweise dieser ganze Prozess, bis der Bauantrag genehmigt wird, da begleitet euch der Architekt. Ne? Da müsst ihr Vertrauen haben. Und das ist auch schon wieder das Stichwort Vertrauensverhältnis. Es muss menschlich passen. Ne? Ihr müsst auf Augenhöhe sein, sowohl intellektuell als auch vom Geschmack her. Das muss stimmig sein. Und man muss sich natürlich auch sympathisch sein. Ich würde sagen, man muss da auch das Bauchgefühl haben und man muss das Menschliche, das muss stimmig sein. Das war für mich ganz entscheidend, dass ich mich jetzt für den Architekten entschieden habe, den ich euch gerne in einem der nächsten Beiträge vorstelle. Und jetzt sind wir nochmal bei dieser ganzen Konzeption und Planungsphase, die wir ja auch im Nachgelagerten dann brauchen. Und da sieht es einfach so aus, diese Daten, diese digitalen Daten, da gibt es natürlich Welten heute. Also ich kann ein echt ein Lied davon singen. Ne? Also was für Daten von Architekten teilweise kommen, was wir dann nacharbeiten müssen, wenn wir für euch die Planung machen. Und das muss natürlich stimmig sein. Das können verschiedene Dateiformate sein, weil es gibt ja viele Architekten, die arbeiten mit diesem Archicad. Dann gibt es welche, die arbeiten, ja, die meisten arbeiten mit Archicad. Ne? Und da kommt dann eine DWG-Datei beispielsweise hinten raus, aber DWG-Datei ist nicht gleich DWG-Datei. Für mich wichtig ist, dass wir mit den Daten von dem Architekten weiterarbeiten können, ne, in den verschiedensten Gewerken und vor allen Dingen ja, in der Gebäudesystemtechnik, in der KNX-Elektroinstallation. Ne? Also wir brauchen die einzelnen Stockwerke, wir brauchen einen Plan. Ne? Wir wollen das ja nicht nochmal nachzeichnen oder neu zeichnen. Und da gibt es jetzt auch die Variante, man plant das Ganze in 2D und zusätzlich in 3D oder man plant es nur in 2D. Nur in 3D würde jetzt keinen Sinn machen, weil gerade bei der Elektroplanung, da haben wir natürlich einen 2D-Plan. Vielleicht gibt es später mal die Möglichkeit, dass man das in 3D plant, ist aber dann noch aufwendiger. So, was wir jetzt gemacht haben für unseren Bau am Starnberger See, wir haben das gleiche nochmal in 3D mitgeplant. Und das ist ein riesen Unterschied, wenn ich natürlich dann auch die Bäume mit draufsetzen kann und natürlich auch den Sonnenstandsverlauf simulieren kann. Ne? Das ist jetzt nur mal so vom Feeling her. Ne? Man kann dann schon durch das Haus gehen, durch das Gebäude gehen. Das sind ein paar Mehrkosten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ihr wisst natürlich schon, wie wird es da drin sein? Ne? Wie wird sich das Haus anfühlen? Wie fühlt sich raumhohe Verglasung im Winter beim ganz niedrigen Sonnenstand? Ich sage jetzt bloß mal irgendwie Dezember, ne? Dezember, Januar, Februar, die Monate, wo man also gefühlt gar keine Sonne hat. Ne? Die Sonne kommt ganz flach rein, geht spät auf, ne, und geht dann früh wieder unter.
wie ist das Ganze, wie fühlt sich das an? Und das lässt sich heute mit 3D-Software ziemlich gut darstellen. Jetzt mache ich vielleicht auch nochmal einen Beitrag darüber. Und ihr wisst dann natürlich auch schon, wie sind die Außenbereiche, wie sind die Nachbarn. Also bei uns ist das ja so, dass wir dann die Gebäude der Nachbarn dann mit in dieser 3D-Simulation mit drin hatten. Wenn ihr so einen Entwurf mit einem guten Architekten macht und der Architekt ist wirklich gut, ihr seid zufrieden, es macht auch Spaß, ne? Es soll ja auch Spaß machen. Ne? Wenn man schon Geld ausgibt, soll es ja auch Spaß machen. Das muss so ein bisschen meine Überzeugung. Doktert nicht an diesem Entwurf noch rum. Also, dass man noch sagt, nee, jetzt machen wir vielleicht die Verglasung kleiner und jetzt machen wir da noch die Farbe anders. Ein guter Architekt hat sich in diesem Prozess oder auf diesen Weg, den er sich begibt, wo er diesen Entwurf macht, hat sich was dabei gedacht und er hat Erfahrung und er hat verschiedene Referenzen, wo er bestimmte Elemente auch wiederverwendet. Und das ist meine Message an euch, weil wir hatten am Anfang so ganz kurz, wollen wir nicht da und da was machen? Und da habe ich gesagt, Schluss, aus, Ende, wir machen da gar nichts dran, weil das ist der Entwurf, das ist der große Wurf, meine Meinung. Weil ich verstehe nichts von Architektur, habe ich ja, glaube ich, in einem der anderen vorangegangenen Beiträge schon gesagt. Und ich schaffe es nicht, eine gescheite Raumaufteilung zu machen. Oder ich schaffe es auch nicht, das Gebäude so auszurichten, dass einerseits die Nachbarn ihre Ruhe haben, man selbst seine Privatsphäre hat und natürlich auch von außen, dass nicht allzu viele Einblicke möglich sind und trotzdem noch das Ganze stimmig ist. Ne? Also das sind so viele Faktoren. Deswegen gibt es ja auch einen Architekten, deswegen bezahlt man den Architekten auch, deswegen arbeitet man mit dem zusammen. Ich würde an so einem Entwurf, der klasse ist, würde ich nichts mehr ändern. Und auch lieber eine kleine Fläche und die natürlich intelligent und durchdacht als eine große Fläche. So, das war ein kurzer Beitrag zum Thema meine Auswahlkriterien für einen Architekten in der Region Starnberger See. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.